Willkommen zur 3. Episode unseres Videopodcasts Die Welt wird groß. Die Weltkugel ist nun aufgepustet. Die Energie dafür kam aus der Sonne. Nach Folge 1 und 2 wisst ihr, wie es geht mit der Technik. Jetzt geht's darum, dieses Wissen weiterzugeben, denn die Welt ist groß und damit auch die Aufgabe. In Essen gibt es Angebote, die zeigen, wie Bildung zur Klimawende beitragen kann. Für alle Generationen und Lebenslagen. Zum Beispiel an der Volkshochschule. Nächste Episode von unserem kleinen Interview hier bei der Weltkugel. Die haben wir ja jetzt zusammen aufgepustet mit den Solarmodulen. Mein nächster Interviewpartner Stefan Rinke, Direktor von der Volkshochschule Essen. Wir sind ja auch bemüht zu zeigen, wie vielfältig ist dieses Know-how, was dahinter steht in der Stadt. Bei welchen Initiativen kann man sich das abholen sozusagen? Als jemand, der was selber basteln will. Jetzt haben wir die Volkshochschule als eine sehr tolle Institution. Was bietet ihr, wenn man zum Beispiel eine Solarpaneele auf sein Dach machen will, auf seinen Camper, sich überlegt, okay, wie funktioniert das mit diesen Balkonanlagen? Gibt es da bei euch Möglichkeiten? Es gibt bei uns eine ganze Bandbreite von Programmangeboten, die sich alle mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Die findet man bei uns auch seit einigen Jahren gebündelt unter dem Stichwort gemeinsam nachhaltiger, ganz schnell auf der Homepage. Und da sind Angebote dabei, die sich zum Beispiel mit Wärmepumpen beschäftigen, einfach um zu gucken, wie kommt man rein, wie kann man anfangen, was für Dinge muss man wissen, welche Fehler sollte man vermeiden. Wir haben aber auch Dinge zu sozialen Themen, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen zu Solarenergie. Das heißt, dass Leute sich beraten können, wie funktionieren überhaupt diese Balkonkraftwerke, wie werden die dann angeschlossen, wie speise ich die Energie, die von den Solarpanelen dann rauskommt, überhaupt in meinen Energiekreislauf ein. All diese Dinge kann man bei uns lernen. Und diese Sachen sind Teil einer Initiative, die damit zu tun haben, dass wir seit einigen Jahren uns ganz fokussiert um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Und ein Ausfluss davon ist zum Beispiel, dass wir seit einiger Zeit uns für jedes Semester ein Nachhaltigkeitsthema der UN Nachhaltigkeitsziele vornehmen. Und im neuen Programm, heute erschienen, geht es um Geschlechtergleichheit. Hat mit Nachhaltigkeit im Sinne von Energie nicht ganz so viel zu tun, aber insgesamt gesehen natürlich schon. Und es ist uns natürlich auch immer wichtig, dass Themen, die vermeintlich sage ich, Frauenthemen sind oder Männerthemen sind, dass das bei uns aufgeweicht wird, dass endlich die Männer verstehen, das sind keine Angebote für Frauen, sondern es sind vielleicht Angebote von Frauen geleitet oder die eine weibliche Perspektive auf die Welt bieten, aber umgekehrt halt eben auch, dass wir dann vielleicht deutlich mehr Frauen auch in Workshops haben, die sich mit Solarenergie, Solarthermie, mit Wärmepumpen beschäftigen. Und wir sind eine Volkshochschule für alle. Und alle Angebote sind in der Regel für alle offen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es wirklich Sinn macht, dass da Frauen unter sich bleiben und vielleicht mal Männer unter sich bleiben. Ist ganz, ganz toll. Also wir empfinden das als selbstverständlich. Unsere Solarlampen-Workshops sind quasi automatisch so, weil da kommen dann Väter mit ihren Grundschul- oder sogar Kindergartenkinder und bauen eine Solarlampe, weil das ist endlich mal was für die zum Basteln. Und tatsächlich hat man dann so ein bisschen Rollentausch und die Leute stellen dann so ganz allgemeine Fragen, die vielleicht emotionalisiert irgendwie immer entstanden sind, wie wenn da jetzt ein Stromspeicher unter meiner Stadt gebaut wird, wer sagt mir denn, dass der nicht irgendwie explodiert? Und durch dieses niederschwellige Format, wenn das jemand leitet, den Workshop, der wirklich dann auch Ingenieur ist und die Fragen wirklich auch fachlich beantworten kann, dann lernen es die Kinder auch gleich mit. Ja, das ist super. Und wenn die Kinder das bei euch mitgekriegt haben, was man machen kann, dann sind die angefixt. Und wenn die dann halt eben wissen, wenn ich dann mal Dinge wirklich im größeren Stil weiterlernen will, dann kommen die zu uns, zur Volkshochschule. Ja. Wir sind für die Erwachsenen zuständig. Aber es muss ja Hand in Hand gehen. Und deswegen finde ich so eine Vernetzung immer super. Ja. Ich würde mich auch freuen, wenn auch tatsächlich hier in allen Stadtbezirken die Menschen davon erfahren. Dann hier Familien aus Altenessen können gerne vorbeikommen. Wir schicken die dann zu euch oder vielleicht umgekehrt. Also es ist vielleicht ein gutes Forum hier für so eine Kooperation in Zukunft auch. Cool, danke. Cool, dass wir gesprochen haben. Während die VHS Erwachsenen neue Wege öffnet, wächst also daneben eine ganz praktische Ergänzung. Die Workshops für Familien und Schüler des Solarcafés. Draußen, offen, stadtweit. Doch Wissen alleine reicht nicht. Auch das Handwerk muss bereit sein für die Klimawende. Dafür sorgt die Klimaakademie. Mein nächster Interviewpartner, jetzt wo die Welt schon aufgepustet ist und noch ein bisschen zurechtgerückt wird,
Wir haben es geschafft. Ist René Blank von der Klimaakademie Essen. Hallo. Hallo, vielen Dank für den Besuch. Wir haben jetzt schon erfahren, dass die Klimaakademie auch Ausbildungsberufe vermittelt oder einfach Handwerker, Firmen, vielleicht auch Weiterbildung. Was ist eigentlich eure Idee mit der Klimaakademie? Ist nämlich ein Teil der Kreishandwerkerschaft, eine ganz tolle Institution. Was ist genau, was ihr mit der Akademie jetzt bündeln wollt? Ja, danke. Also die Klimaakademie ist tatsächlich eine Abteilung der Kreishandwerkerschaft Essen und gefördert von der Stadt Essen, ins Leben gerufen im Rahmen des CICEP Klimaschutz- oder Klimaaktionsplans der Stadt Essen. Und die Vision und das Ziel der Klimaakademie ist, das Handwerk fit für die Unterstützung der kommunalen Klimaschutzziele zu machen. Das heißt, die Sanierungsquoten nach oben heben, indem wir Expertise vermitteln, dass wir schaffen, die Energie- und Solarwende in die Kommune zu tragen, die Heizungswende in die Kommune zu tragen. Das sind sehr große Themen, die wir versuchen mit der Klimaakademie Essen in Angriff zu nehmen. Und wie du gerade schon eingehend gesagt hast, es gibt 2 große Aufgabenfelder, die ich bespielen darf. Einmal ist es der Bereich der Fachkräfteakquise an Festivals wie heute, das Handwerk vorzustellen und auch zu zeigen, welchen Bezug hat das Handwerk denn zum Klimaschutz, was kann ich denn als Handwerker quasi dazu selber beitragen. Und die andere Säule ist quasi Organisation von Weiterbildungsangeboten für Fachhandwerker und Handwerkerinnen. Sei es Seminare, Webinare, die extra vielleicht ins Leben gerufen worden sind für unsere Innungsbetriebe oder auch quasi von weit her einfach nach Essen geholt, damit man nicht die Wege auf sich nehmen muss. Super. Ist ja eigentlich so ähnlich wie das Solarcafé auch. Erstmal Wissen verbreiten unter den Menschen, damit die sich dann was aussuchen können, je nach Bedarf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schreinermeister bin und denke, ja, ein Mitarbeiter soll sich aber jetzt auch mal richtig gut auskennen, wie das funktioniert mit diesen Solarpanelen. Bist du dann ein Ansprechpartner oder wie funktioniert das genau? Also die Frage ist schon relativ speziell jetzt. Also im Grunde, so wie wir denken, ist es für das Gewerk. Also ich bin Elektronikermeisterin oder Gesellin und wie kann ich quasi meine Skills verbessern, um noch mehr für den Klimaschutz zu tun. Diese Crossover-Veranstaltungen haben wir bisher noch nicht so im Fokus. Da gehen wir ja zukünftig vielleicht so die ersten Wege. Jetzt nicht für konkrete Fachexperten, sondern in Richtung Schulen. Also das ist dann der Bereich Nachwuchsgewinnung. Aber im Grunde ist das nicht ausgeschlossen, dass das ein zukünftiges Themenfeld werden kann, wenn das Interesse da ist, dass man sagt, okay, ich komme aus dem Gewerk, aber ich möchte mich in die und die Richtung fortbilden. Dann klar, wir haben die Kapazitäten geschaffen über die Klimaakademie und würden solche Themen auch dann gerne aufgreifen. Super, vielen Dank. Dann erstmal noch viel Spaß hier beim Festival und genau, die Welt ist groß. Handwerk ist wichtig und das Solarcafé arbeitet ergänzend. Es fängt früher an, bei Menschen mit Ideen, die noch keinen Plan haben, aber Motivation. Und die dann genau auf diese Handwerker angewiesen sind. So wächst etwas zusammen. Wissen, Können, Motivation quer durch die Stadt. Denn Bildung beginnt bei Fragen und führt zu Lösungen, die wir gemeinsam umsetzen können.